Servus und grüß euch zur ersten Folge Humaldo TV im neuen Jahr 2017. Danke, dass ihr da vorbeischaut. Ich hoffe, ihr habt alle einen guten Rutsch gehabt und seid frisch in das hoffnungsvolle Jahr 2017 gestartet. Was habe ich heute vor mit euch? Einiges. Ich habe mich ziemlich viel mit YouTube beschäftigt. Das heißt, der Hauptpunkt heute wird die Aufklärung meiner Frage der Woche gewesen sein, meine Frage der Weihnachtswoche, nämlich: Gibt es in Österreich ähnliche YouTuber wie mich, also zumindest vom Themenbereich her, die sowas Ähnliches machen? Davor werde ich ein bisschen so meine YouTube-Recherche präsentieren, weil ich habe ja die letzten Wochen ziemlich viel Zeit in YouTube gesteckt und da ziemlich viel recherchiert. Jetzt gleich gibt es einmal ein bisschen Hausmeisterei und Ankündigungen und so, wie immer. 2017 ist gestartet und ich habe einiges vor. Zum Beispiel, ich habe schon mein erstes kleines Abseits der Humaldo TV Episoden Video veröffentlicht, nämlich einen kurzen Kurztest, wo ich probiert habe, ob man die Apple EarPods als Lavalier-Mikro verwenden kann, weil bei meinen Außeneinsätzen, wenn es ein bisschen lauter wird, ist das Audio immer recht schlecht und bis jetzt hat mich noch nicht gefreut, mir ein richtiges Lavalier-Mikro zu kaufen. Ja, das sieht man auf meinem Kanal. Ja, ich habe einiges weiteres vor, wie zum Beispiel, ich habe über Weihnachten, in der Weihnachtspause, habe ich ein bisschen mein Setup umgebaut. Meine Konsolen, die sind jetzt direkt bei meinem Arbeitsplatz und ich habe mir ein bisschen eine Capturing-Hardware bestellt, das müsste da demnächst ankommen, das heißt, ich kann in Zukunft meine Sachen, die ich so zock, direkt capturen und in meine Videos einbauen. Und ich weiß aber noch nicht, ob ich jetzt ganz klassische Let's Plays mache, weil eigentlich ist der Markt völlig überrannt und überschwemmt mit Let's Plays, oder ob ich ein eigenes Format mir ausdenke, zum Beispiel Kurztests oder so Impressionen, eher was in Richtung, ja, Kurzreviews oder was, oder Eindrücke von irgendwelchen tollen Spielen. Werden wir sehen, die Möglichkeiten habe ich also, zumindest bald, wenn mein Equipment kommt. Jo, apropos Spiele, wie angekündigt habe ich Last Guardian gespielt, das ist echt ein geniales Spiel auf der PS4. Ich weiß nicht, wer für euch damals Ico und Shadow of the Colossus gespielt hat, das war nur auf der PlayStation 2 und danach ist es auch ein Remaster auf der PlayStation 3 rausgekommen und The Last Guardian ist quasi so der dritte Teil, der inoffizielle Teil dieser Serie und es ist einfach nur genial. Wenn man mit Shadow of the Colossus auch nur ein bisschen was anfangen hat können, dann wird man Last Guardian lieben, also das verspreche ich euch. Heute am Aufnahmetag, also ich nehme das Ganze ja schon ein bisschen vorher auf, bevor ich es veröffentliche, heute ist Dienstag, ist was anderes passiert, nämlich ich bin seit genau 10 Jahren bei Last.fm dabei. Last.fm, wer es nicht kennt, das hat damals gestartet als so ein Webradio und ein Streamingdienst, zumindest bis 2014 war es ein Streamingdienst, dann haben sie es zutrat und ist auch übrigens gegründet worden von Österreichern und von Deutschen, das ist recht interessant. Das Coole an Last.fm ist, dass es diesen sogenannten Audio-Scrobbler gibt. Das ist ein Plugin, das ganz viele Programme wie zum Beispiel Spotify haben. Da kann man aufzeichnen, was man so an Musik hört. Da kann man dann ganz coole Statistiken machen und man kann dann den musikalischen Nachbarn herausfinden. Das heißt, es schlägt dann aufgrund seiner gehörten Musik andere Leute vor, die einen ähnlichen Musikgeschmack haben wie man selbst. Da gibt es halt die ärgsten Statistiken, wie zum Beispiel, das ist jetzt Last Year. Da wird halt alles angezeigt, was ich so im letzten Jahr gehört habe. Wie viele Titel, wie viele Alben, was ich am öftersten gehört habe, wann ich es gehört habe, bei welcher Uhrzeit ich am meisten her. Ziemlich interessant. Also ja, Happy Birthday, quasi 10 Jahre bei Last.fm. Die Frage der Weihnachtswoche in Episode 14 war ja, ob es in Österreich YouTuber gibt, die so ähnliche Themen behandeln wie, also so eher subkulturelles Zeug. Und da bin ich schon teilweise zu einem Ergebnis gekommen, das ich später ansprechen werde. Aber bin noch nicht ganz zufrieden, deswegen werde ich diese Frage jetzt verlängern und bin nach wie vor offen und sehr erfreut über Hinweise, sachdienliche Hinweise auf andere YouTuber, was mich gleich zur nächsten Frage bringt. YouTube. Also über Weihnachten habe ich mit einigen Leuten geredet und ich habe immer wieder recht ähnliche Fragen gestellt gekriegt. Deswegen werde ich jetzt einmal versuchen, diese Fragen zu beantworten. Also los geht's! Ja, also das war eindeutig immer die erste Frage und ich habe da mal ein anschauliches Beispiel. Gerüchte sagen, dass man bei YouTube für 1000 Views ungefähr 1 Euro kriegt. Machen wir ein kurzes Rechenbeispiel. Ich habe jetzt 14 Humaldo TV Folgen bis jetzt aufgenommen und diese Folgen haben insgesamt 1800 Views. Das heißt, bei 1000 Views 1 Euro hätte inzwischen für alle meine Folgen 1,80 Euro verdient. Mal angenommen, ich stecke pro Folge 5 Stunden rein, hätte ich ungefähr 70 Stunden Aufwand schon. Wenn ich jetzt diese 1,8 Euro durch diese 70 Stunden dividiere, komme ich auf einen Stundenlohn von ungefähr 3 Cent.
ich mache mir die Illusion nicht, dass man mit YouTube irgendwie Geld verdienen kann, weil da braucht man schon ganz andere Klickzahlen. Es gibt da ziemlich geile Seiten, die heißt Social Blade. Da kann man einfach nur jeden YouTuber eingeben und sich da ziemlich geile Statistiken, zum Beispiel, das ist meine Statistik jetzt. My estimated monthly earning ist zwischen 30 Cent und 5 Euro. Jahresearnings zwischen 4 Euro und 65 Euro. Also ganz klar, man kann nicht leben davon. Aber interessanterweise, jetzt schauen wir uns mal an, einer der berühmtesten YouTuber, dieser Herr PewDiePie, der Typ hat ja fast 52 Millionen Subscribers, 14 Milliarden Video-Views und wenn man sich das jetzt anschaut, der Typ macht geschätzt im Monat zwischen 80.000 und 1,4 Millionen. Ist natürlich für viele ein guter Anreiz, aber es ist die absolute Ausnahme, dass man so groß wird, ohne dass man im Hintergrund ein großes Netzwerk hat. Aber dazu komme ich später. Nächste Frage. Also ich habe immer schon sehr gern mit Video herumgebastelt, ich werde ja in späteren Episoden näher darauf eingehen. Also ich habe schon als Kind war mein Traum, irgendwas Kreatives mit Bildern zu machen und als Jugendlicher haben wir dann selbst mal kurze Videos schon gemacht. Ich rede einfach gern über Sachen, die mir taugen. Wenn mir irgendwas taugt und das in mir drin ist und mich emotional beschäftigt, dann will ich mich einfach mitteilen. Diese Videos sind für mich so ein Ventil, dass ich meine Freude mit der Welt teile. Ja, aber ich glaube, wenn man meine Videos schaut, merkt man, dass ich da, oder ich hoffe, man merkt, dass ich da mit Leidenschaft dabei bin und das nicht wegen Geld mache. Ich hoffe, ein bisschen Unterhaltung, eine nette Zeit, auf jeden Fall keine Zeitverschwendung, aber wenn jemand meine Videos als Zeitverschwendung empfindet, dann sollte einfach es nicht anschauen, würde ich sagen. Ich versuche natürlich auch interessante Sachen zu bieten. Im Moment noch nicht so, weil ich noch nicht so viel unterwegs bin, aber ich habe schon einige Pläne, dass ich Leute besuche, Einrichtungen besuche, über fundiertere Themen ein bisschen berichte oder zumindest so einen Stups in die Richtung gibt. Ich würde jetzt keine super aufwendigen Dokumentationen und Recherchen bieten, da gibt es andere, die machen das viel, viel besser wie ich. Aber ich will zumindest so ein bisschen eine Richtung vorgeben. Wenn man sich dann interessiert, hat man schon ein bisschen einen Einblick und kann sich selber dann vertiefen. Ja, und natürlich Spaß. Das ist eine Frage, die ich auch schon öfters gestellt kriegt. Warum machst du das eigentlich, wenn sie deine Videos dann nicht einmal 100 Leute anschauen? Ja, ich weiß, dass es Leute anschauen. Ich kenne einige Leute, die sich meine Videos anschauen und denen es taugt und das motiviert mich eigentlich, dass ich weitermache. Ja, das ist eigentlich der Grund. Die Hoffnung ist natürlich, dass so meine Followerzahl ein bisschen steigt und irgendwie immer mehr Leute zuschauen und ihr natürlich mich selbst verbessert und meine Videos auch immer interessanter werden. Im Prinzip reicht es mir, wenn ich weiß, es gibt ein paar Leute, denen es gefällt. Weil es meine natürliche Sprache ist. Ich bin aufgewachsen mit dem Dialekt, ich rede das einfach, das bin einfach ich. Ich sehe es nicht ein, dass ich mich jetzt für YouTube oder für sonst was verstehen müsse. Mich interessiert es überhaupt nicht, da jetzt Hochdeutsch was zum Reden. Hochdeutsch reden müssen ist für mich so, es geht schon in Richtung Verkleidung. Das ist auch schon für mich eine Rolle, die ich spiele. Das bin ja ich und deswegen Mundart. Es tut mir jetzt leid für die Leute, die nicht alles verstehen, aber aus meiner eigenen Erfahrung habe ich gesehen, dass die meisten Deutschsprachigen, auch wenn sie nicht aus Österreich kommen, die Mundart verstehen. Im Notfall gibt es ja diese deutschen Untertitel. Generell finde ich es sehr schade, dass es extrem wenig YouTuber aus Österreich gibt, die sich wirklich trauen, Mundart zum Reden. Ja, ganz ehrlich, ich mache irgendwas, bin während ich es mache voll zufrieden damit, aber kaum ist es fertig, habe ich sofort Selbstzweifel und denke mir, fuck, ist das nicht, das war besser gegangen oder ist das jetzt nicht, ist das nicht die größte Scheiße, die jemals irgendwer gemacht hat, aber andererseits weiß ich ja, dass es ganz viel nur meine eigene Auffassung ist und andere Leute das ganz anders sehen. Ich tue mir schon, ehrlich gesagt, ein bisschen schwer, mir meine eigenen Sachen, egal ob das jetzt diese Videos sind oder sonst irgendwas, das ich mache, nachher dann nochmal zum Betrachten, weil ja, aber da muss man durch. Und die Bestätigung kommt auch immer wieder vom Publikum, dass es nicht so schlecht ist. Also. Ja, weitermachen, diese Regelmäßigkeit von jeden Donnerstag eine Folge und jeden Sonntag live will ich beibehalten. Ich will meine Qualität steigern, meinen Kundenstock ein bisschen erweitern, weitermachen und vielleicht irgendwann einmal 300 Abonnenten kriegen. Das ist auch witzig. Auf Social Blade kann man sich die Future Projections anschauen. Mit meinem derzeitigen Wachstum habe ich in einem Jahr 600 Abonnenten und wir in 2 Jahren die 1000 Abonnenten brechen und in 5 Jahren habe ich 2300 Abonnenten. Ja,
so ist es halt, wenn nicht mehr Zuschauer kommen, dann ist auch okay. Ja, kommen wir mal zum nächsten Punkt, nämlich so ein bisschen mein Vlog- und YouTube-Recherche. Und die Frage, die sich wahrscheinlich jeder YouTuber stellt, ist eigentlich, wie kann ich mich vergrößern, wie kann mein Publikum erweitern. Ich glaube, da gibt es leider so eine unangenehme Wahrheit und die heißt, als Einzelkämpfer hat man fast keine Chance. Zumindest ist es jetzt das, was ich in meinen Recherchen und aus eigener Erfahrung also rausgefunden habe. Außerdem ist es sehr schwierig, das langfristig abzuschätzen, weil YouTube ja immer die Algorithmen ändert. Wie sie die Suchergebnisse sortieren, wie sie Videos weiterempfehlen und so. Das ist ein bisschen undurchsichtig und kann eigentlich jederzeit geändert werden. Das ist auch so ein Faktor, der ein bisschen unberechenbar ist. Früher oder später verschlagt es die meisten ambitionierten YouTuber aber zu sogenannten Multichannel-Netzwerken. Wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, ich kann nur das sagen, was ich im Internet so auf die Schnelle recherchiert habe, weil ich selber auch noch keine Erfahrung mit sowas habe. Sogar dieser KS Freak, dieser österreichische Super-YouTuber, ist inzwischen beim Multichannel-Netzwerk, nämlich beim Studio 71. Das ist eine 100%ige Tochter von Pro7 Sat.1, also eigentlich von einem riesigen Medienkonzern, die natürlich auch gewisse Mittel haben, da so Netzwerke aufzubauen und die Reichweite zu erhöhen. Und eigentlich sind so ziemlich alle größeren YouTuber haben irgend so ein Netzwerk im Rücken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ohne so ein Netzwerk nicht wirklich geht, außer man hat schon ziemlich früh angefangen mit YouTube und hat sich wirklich auf organische Weise seinen Kundenstock aufgebaut. Aber ich glaube, dass das im Großen und Ganzen eher die Ausnahmen sind. Es gibt verschiedenste Netzwerke, wie zum Beispiel Mediakraft, die hört man ziemlich oft. Endemol macht da so ein Multichannel-Netzwerk, also Endemol ist eins für die riesigen Medienkonzerne mit ganz viel Geld im Hintergrund. Fullscreen zum Beispiel. Und in Österreich gibt es auch nicht, nämlich die Diego 5, die gibt es jetzt seit 2 Jahren so quasi. Die promoten hauptsächlich österreichische YouTuber, glaube ich. Neben diesen normalen Vloggern und YouTubern gibt es aber richtig fundierte Channels, die was wirklich redaktionell aufbereiteten Inhalt bieten. Lustigerweise, die meisten von denen kommen aus dem GamePro-Dunstkreis, also dieser Videospielzeitschrift aus Deutschland. Die hat vor einigen Jahren mal High Five gegründet. Das war ein YouTube-Kanal, der sich hauptsächlich mit Videospiel- und Nerd-Themen beschäftigt hat und das war ein fixes Team, das die Videos gemacht hat. Das war alles ziemlich gut produziert. Es waren eigentlich schon richtige Fernsehsendungen im Internet. Die sind dann vor ein paar Jahren, ist das dann eingestellt worden und so ziemlich alle von den Mitwirkenden dort haben inzwischen eine eigenen YouTube-Kanäle. Ich verlinke dann unten in der Beschreibung genauer 2 Abschiedsvideos, wo man echt ziemlich genau sieht, wer von dieser High-Five-Connection inzwischen alle seinen eigenen YouTube-Kanal hat. Und da kennt man einige, wenn man sich so ein bisschen umschaut. Und auch da sind im Hintergrund ziemlich mächtige Partner, wie diese Webedia, der inzwischen GamePro gehört. Lange Frage, kurzer Sinn. YouTube als Einzelkämpfer ist extrem schwierig bis fast schon unmöglich. Und ohne Partner, also ohne Multichannel-Netzwerk im Hintergrund, richtig imposante Followerzahlen, ich sage jetzt mal jenseits der 20.000, 30.000 zu erreichen, ist wahrscheinlich schon ziemlich unmöglich. Das passiert jetzt alles nur auf meine Recherchen der letzten Wochen. Ihr könnt es mir gerne in den Kommentaren berichtigen, ausbessern und virtuell ohrfeigen. Und jetzt zum finalen Teil von meiner heutigen Episode, nämlich die teilweise Aufklärung der Frage der Woche. Gibt es in Österreich andere YouTuber, die subkulturelle Themen behandeln, die ähnlich sind wie das, was ich mache? Die Links dazu sind alle unten in der Beschreibung. Bin mir sicher, jeder von denen freut sich, wenn ihr draufklickt und auch bei denen ein Abo lasst, weil wir müssen uns ja gegenseitig unterstützen. Allen voran natürlich der Simon Moon, der der ausschlaggebende Grund war, dass ich selbst angefangen habe mit meinem Kanal. Wie ich da in seine Videos gesehen habe, habe ich mir gedacht, geil, endlich macht wer was. Ich starte jetzt da. Und ja, hier bin ich mit Humaldo TV. Der Christoph Wachsnecker, ein guter alter Freund von mir, hat kommentiert, deutschsprachigen und im entferntesten ähnlich Nerdkultur. Und da wären wir nämlich wieder bei dem, was ich vorhin schon geredet habe. Der Nerdkulturbetreiber ist der Marco Risch, der arbeitet über die Webedia und ist Ex-Mitglied von High Five. Ich fühle mich geschmeichelt, dass ich mit dem verglichen werde, aber im Vergleich zu dem, von der Qualität, die der liefert, bin ich einfach nur ein kleines Würstel. Also der ist ein wandelndes Lexikon. Jede Sendung von dem, man kommt nachher mit so viel mehr Infos und Wissen raus.
Das ist eigentlich fast das Gegenteil von dem, was ich mache. Dann hat sich auch gemeldet der Epic Lper, wahrscheinlich Epic Let's Player. Naja, aus Österreich komme ich schon, hat er gemeint. Der macht Let's Plays, aber für das, was ich gesucht habe, nicht so ganz relevant, weil er seine Videos auf Englisch macht. Ich suche ja wirklich was Österreichisches, das auch die österreichische Kultur ein bisschen wiedergibt. Und seine Videos, unter anderem auch Unboxing-Videos, zielen ganz klar auf den internationalen Markt ab. Und mein erster richtiger YouTuber-Loot war der Jet Lone Star. Der ist auch Nähe Wien, ist der beheimatet und der macht Gaming-Videos, Best-of-Videos, Nerd-Zeig-Videos, der tut Unboxen und Sachen vorstellen und über Themen quatschen, hat News, macht da kleine Reportagen. Der kommt dem schon ziemlich nahe, was ich suche, also auf jeden Fall abonnieren. Unten findet ihr die Links. Über den Jet Lone Star habe ich den Viva Alex gefunden. Der macht auch Gaming-Videos und Unboxing und Let's Plays. Mein nächster Fund war der Vlogsyst. Games, Filme, Serien und sonstiges Stuff. Also ich hätte sonstiger Stuff, egal. Der macht da ganz coole Videospiele-Vlogs und Nerd-Stuff-Vlogs, also auch sehr empfehlenswert. Und mein erster Mundart-Fund, nämlich Casas Homeland. Das ist wirklich, ich war so froh, wie ich den Kanal gefunden habe, weil endlich einmal jemand Mundart redet. Genau wie ich eigentlich. Ich bin nicht allein, es traut sich bei anderen auch Mundart reden. Und ein weiterer Mundart-YouTuber ist der nicht euer YouTuber. Der hat erst 3 Videos gemacht, aber er redet Mundart und ich freue mich schon auf die nächsten, weil das muss ja unterstützt werden. Und zu guter Letzt so den Manfred Riegler, den kennt man vielleicht nur aus der Console.at Community-Zeit damals, da war er ein recht aktives Mitglied und ich habe ihn, glaube ich, auch zweimal auf Community-Events getroffen. Console.at Community-Events, die gehen wir an. Der Manfred macht da Gaming-bezogene Sachen, so ein bisschen Let's Play und auch ganz viel Kabarett und sonstige Vlogs. Also unbedingt vorbeischauen und ein Abo dort lassen. Ja, das war mein österreichischer Subkultur-YouTuber-Loot Teil 1. Weil ich habe am Anfang schon gesagt, ich bin noch nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis, also da muss noch mehr sein. Die, was ich bis jetzt gefunden habe, kommen alle aus der Gaming- und Nerd-Ecke. Und ich habe in Österreich noch niemanden gefunden, der so ein bisschen in die Rock- und Metal- und Musikrichtung geht. Also zumindest Rockmusikrichtung. Und der super Jackpot wäre sowieso, wenn es jemanden gibt, der sowas Ähnliches macht, wie zum Beispiel der Metal Jesus Rocks. Also der verbindet Heavy Metal Lifestyle auch mit Videospielen. Dann natürlich der Alpha Omega Sin, der auch das gleiche macht. Also der macht auch Heavy Metal Videospiele und Nintendo. Und natürlich auch der Ola Englund aus Schweden, der ganz lustige Ich spiele Videospiele, während immer Heavy Metal anher Videos macht. Das ist ganz cool, das konnte ich vielleicht auch mal ein bisschen stehlen, schauen wir mal. Das war's dann eigentlich. Wie gesagt, ich bin immer noch auf der Suche nach weiteren YouTubern mit Subkulturpräferenz aus Österreich. Und in die Kommentare reinschreiben wäre ziemlich geil und jeden von den YouTuber auf jeden Fall ein Abo dort lassen. Das hilft, glaube ich, jedem am meisten. Bevor ich es vergiss, ich habe eine öffentliche Playlist, die heißt Humaldo TV Live Playlist. Die findet man auf meinem Kanal, wenn man auf Playlists geht. Und die habe ich freigeschalten. Wenn man auf diesen Link da klickt, kann man eigene Videos zu dieser Playlist hinzufügen. Das heißt, wenn ihr irgendwas Cooles habt, das in der nächsten Live-Folge behandelt werden soll, geht einfach auf diese Playlist, klickt diesen Link und haut mal in diese Playlist einfach coole Videos rein. Die können wir dann gemeinsam sie am Sonntag dann live anschauen. Ja, wenn es euch gefallen hat, bitte das Video liken, meinen Kanal abonnieren, auf Facebook Humaldo TV auch liken und beim nächsten Mal wieder vorbeischauen. Dann schönen Tag und bis bald. Ciao.